Den ganzen Sommer über knallen wir jetzt schon mit diesem schicken Aerosuit hier im Erlanger Großraum durch die Gegend. Jetzt endlich der erste Renneinsatz der Dranbleiber. 47 Kilometer um den Attersee ballern beim King of the Lake in Oberösterreich. Ja, die große Frage, knacken wir die Stunde? Reicht es vielleicht sogar fürs Podium? Peter hat vor einigen Jahren ja die Trainingsgruppe Dranbleiber ins Leben gerufen. Vielleicht erinnert sich da der eine oder andere noch. Da hatte ich auch im Interview mit ihm schon mal ein bisschen was angeteasert. Denn es sollte jetzt endlich unter Beweis gestellt werden, was das Training immer mittwochs, immer schnell denn wirklich gebracht hat. Okay, Manuel, erzähl mal, wo sind wir jetzt heute hier und was ist die Mission für heute? Ja, wir sind hier im schönen Oberösterreich, Seeweichen am Attersee. Heute auf dem Programm steht ein 10er Mannschaftszeitfahren für uns mit den Dranbleibern. Dranbleiber, ja, zack. Genau, und das heißt, wir hoffen wir mal unter einer Stunde sich richtig einen einschenken heute und dann hoffentlich irgendwann auf dem Podium stehen. Schauen wir mal. Let's go! Angereist ist der Großteil im geräumigen RC-Herpersdorf-Bus. Die Vorbereitungen haben aber natürlich schon am Abend vorher gestartet. So, die Vorbereitungen für Kottel im Dranbleiber 10er Team laufen. Ich habe jetzt hier gerade schon, damit ich auch meiner Rolle als Social Media Beauftragter gerecht werden kann, gerade die Halterung für die GoPro dran geschraubt. Um das aerodynamische Defizit ein bisschen auszugleichen, bin ich jetzt noch dabei, den normalen Flaschenhalter gegen die Aeroflasche auszutauschen. Könnte man jetzt sagen, ein bisschen unnötig, die GoPro dran zu schrauben und dafür dann auf so Kleinigkeiten wie den Flaschenhalter zu achten. Ja, berechtigter Punkt, aber macht ja auch irgendwie Spaß, ein bisschen rumzubiegen und ja, da mal ein bisschen zu übertreiben, was die Aerodynamik angeht. Und auch sonst wurden die Marginal Gains natürlich voll ausgereizt. Alles für den Erfolg. Richtig stark war natürlich auch, dass wir von Heiko alle mit einer schnellen und sauberen Sweet Chain Kette ausgestattet wurden. Also vielen Dank auf jeden Fall dafür, das war richtig nice. Vor Ort hieß es dann erstmal Räder zusammenbauen, Startnummern abholen, bisschen über das kleine Messegelände, was es da gab, schlendern, so viel kostenloses Zeug wie möglich einsammeln. Dann haben wir uns vor dem Warm-up einmal noch alle die Frage gestellt, warum muss Aero gleichzeitig auch immer so verdammt eng sein? Und dann ging es auch schon los, zumindest noch einmal die Gruppenkonstellation testen, einmal gemeinsam fahren, kurze Besprechung und dann ab in die Schlange, auf die Startrampe und los zu 60 Minuten Leiden. Wir sind also losgestrahlt wie die Irren. Bei der ersten Zeitnahme, ich glaube ungefähr bei der Hälfte, hatten wir über einen 50er Schnitt. Dafür wurde es hinten raus, wo das Höhenprofil dann aber auch so ein bisschen welliger ist, aber richtig zäh. Die Führungen wurden dementsprechend auch Stück für Stück immer kürzer und teilweise auch ganz ausgelassen und die Kommandos dementsprechend hektischer. Dann endlich die letzten Meter der Zieleinfahrt und wir waren durch. So richtig durch. Männer, WKO von 1 bis 10. WKO von 1 bis 10. 11, 7. Immer weniger. Oh, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Aber nach ein bisschen Kuchenfuttern und was zu trinken war die Stimmung dann doch wieder top. So, eine Stunde Vollgas ballern, wie war's? Sehr geil, hat richtig Spaß gemacht. Westsystem, ehrliches Wetter und jetzt auf geht's eine Runde Auswattern, oder? Nice, ja. Und die Einschätzung vom Oberdranbleiber? So, Peter, mittwochs üben wir schon immer fleißig, aber heute erste echte Rennerfahrung mit dem Dranbleiber-Team. Wie war dein Gefühl? Wie bist du so zufrieden mit dem Projekt, das du ja ins Leben gerufen hast? Super Truppe. Natürlich habe ich schon aufs Podium geschielt, aber ich habe gerade gehört, es waren nur 42 Sekunden. Das müssen wir einfach nochmal machen. Ja, nicht aufs Podium, 42 Sekunden auf Platz 1. Aufs Podium sogar nur 13. Ja. Ah, okay. Cool. Und nächstes Jahr wieder? Nächstes Jahr wieder. Sehr gut. Dann hoffentlich alle komplett in einheitlicher Montur. So ist es. Das ist das Wichtigste. Wunderbar. Dann euch jetzt noch viel Spaß beim Ausfahren. Und ja, ich düse direkt heim zur Oma zum Geburtstag. Nicht fehlen darf hier auf dem Kanal natürlich auch die Erwähnung der anderen Para-Starter. Zum einen Walter im Handbike und Kerstin bei den Damen. Also richtig stark auch.
cool, dass ihr da mit dabei wart. Und das Ziel der Dranbleiber fürs nächste Jahr? Naja, zum einen natürlich die Stunde knacken, dann denke ich mal, muss auf jeden Fall das Podium drin sein. Und wenn wir schon so stylisch Aerosuits haben, dann muss nächstes Jahr auch das ganze Team einheitlich am Start sein. Oh. King of the Lake 2023 mit dem Dranbleiber-Team geschafft. 10er Zeitfahren ist einfach ultra Bock gemacht, es war aber auch sau anstrengend. Ich glaube, die ersten 20 Minuten oder so hatten wir, glaube ich, einen 50er Schnitt oder über einen 50er Schnitt. Dann hinten raus, die zweite Hälfte vom Kurs ist auch ein bisschen welliger. Da waren dann schon alle ein bisschen angenockt. Da wurde es dann ein bisschen langsamer noch. Aber trotzdem dafür, dass wir jetzt das erste Mal so als Team ein Rennen gefahren sind und vorher auch nur vereinzelt mal so ein bisschen in kleineren Gruppen zusammen haben, halt bei Dranbleiber Mittwochs, wo aber auch nicht immer jeder dabei ist. Ja, hat es, glaube ich, echt richtig gut funktioniert. Am Ende oder so um die ziemlich genau 47er Schnitt, also genau eine Stunde gebraucht für die 47 Kilometer. Und ja, hat richtig Bock gemacht. Ich freue mich schon, wenn ich nächstes Jahr wieder mit dabei sein darf, mal sehen. Genau, aber ja, geil auf jeden Fall. Vielen Dank da vor allem dem Peter, dass der das organisiert hat für uns. Und ja, danke an alle vom Team letztendlich für das geile Event einfach. Genau, die fahren jetzt noch eine Runde. Ich muss allerdings direkt schon wieder weiterheizen, nämlich auf der Autobahn nach Hause. Oma feiert Geburtstag und da komme ich zwar eh schon zu spät, aber ganz fehlen will ich natürlich nicht. Jo, so viel dazu und dann melde ich mich morgen wieder. Da steht auch nochmal ein ja, etwas anderes, aber sehr cooles Radevent an. Nach der wilden Partynacht bei Oma ging es dann für mich am Sonntag noch zu einer besonderen Radausfahrt nach Herzogenaurach. Zusammen mit meinem ehemaligen Trainingslehrer aus der Physiotherapieausbildung hatte ich mir überlegt, man könnte doch das Vorhaben Pushing Paracycling ein bisschen ausweiten. Was es damit genau auf sich hat, haben wir auch schon im Video auf seinem Kanal besprochen. Schaut euch das auch gerne mal an. Ja, Jakob war bei uns an der Schule als Physioschüler, das ist schon lange her. Genau, 2016 bis 2019 war das. Also er hat sich schon weiterentwickelt. Und ich habe noch ein altes Foto von uns, wo wir uns auf einer Tour getroffen haben. Und ja, ich denke, jetzt haben wir gedacht, wir können vielleicht mal eine Tour gemeinsam fahren. Und ich wollte sein Projekt unterstützen, das ist Pushing for Paracycling. Aber da kann er selber erzählen, was es auf sich hat. Also letztendlich bin ich ja während der Physiotherapieausbildung dann zum Radfahren eben gekommen und genau bei so einer RTF, wie wir jetzt heute hier auch teilnehmen, meine erste längere Tour gefahren und da ging es dann alles los, dass ich eben auch ins Paracycling gekommen bin, also quasi Radsport für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Bei mir sind es die Klumpfüße beidseits. Und ja, da haben wir uns jetzt gedacht, nachdem Physiotherapeuten ja auch häufiger mal mit Menschen mit körperlichen Einschränkungen zu tun haben und das ja so ein bisschen meine Idee ist mit dem Pushing Paracycling, den Parasport einfach ein bisschen publik zu machen und eben auch eine Bühne zu geben, dass sich das hier anbieten würde, wenn man das Ganze eben erweitert, also nicht nur Pushing Paracycling, sondern Physios Pushing Paracycling. Und genau, da sind wir jetzt heute hier bei der RTF und drehen eine schöne Runde. Und ja, ich freue mich sehr, dass du, Bernhard, das jetzt auch so mit initiiert hast und dass wir das heute machen. Ich hatte dafür für jeden der Teilnehmer im Vorfeld von Brandl eine Flasche organisiert. Das war einfach cool, dass ich da jedem ein bisschen was mitgeben konnte. Und außerdem habe ich mich endlich dazu durchgerungen, mal coole Pushing Paracycling Sticker zu erstellen. Die habe ich dann auch verteilt und wir haben unsere Fahrräder erstmal zugekleistert. Wie in dem Video von Bernhard schon erzählt, war die Teilnehmerzahl dann halt leider am Ende doch recht dezimiert und wir waren gerade mal eine gute Handvoll Leute. Hat aber nichts daran geändert, dass es einfach eine mega coole Ausfahrt war, mega Bock gemacht hat. Und ja, auch wirklich nochmal vielen Dank, Bernhard, dass du das so in die Hand genommen hast. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr da noch ein bisschen mehr draus zu machen. Die Stunde bei King of the Lake gestern hat meine Lunge einfach gekillt. Aber warum ich eigentlich mich nochmal melde, Physios Pushing Paracycling ist jetzt ja
erfolgreich zu Ende gegangen, kann man sagen. War eine richtig coole Runde. Wir waren heute eben zusammen hier mit ja, meinem alten Trainingslehrer von der Physioschule, und ursprünglich war mal der Plan, mehreren Physioschülern. Am Ende war jetzt dann doch die Teilnehmerzahl sehr begrenzt, ist aber überhaupt nicht schlimm. Umso mehr ein Grund, das nächstes Jahr einfach noch ein bisschen langfristiger wieder anzugehen, denn die Idee dahinter war letztendlich einfach zu sagen, okay, ich habe ja an der Physioschule in Erlangen eben auch mein Physioexamen gemacht und bin während der Zeit auch zum Rennradfahren gekommen, habe da auch so die ersten Kontakte eigentlich wirklich so eben mit der Trainingslehre gehabt. Und ja, gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass Physiotherapeuten natürlich viel Kontakt mit Menschen mit körperlichen Einschränkungen haben. Und deswegen dachten wir uns eben, also der Bernhard Goretzky, eben mein alter Trainingslehrer, der jetzt auch sehr radsportaffin einfach geworden ist und da sogar auch seinen eigenen YouTube-Kanal jetzt über seine Radtouren quasi gestartet hat. Den werde ich auch auf jeden Fall verlinken. Wir beide haben uns auf jeden Fall gedacht, das wäre doch vielleicht cool, wenn man da so ein kleines Event draus macht, um einfach da doch die Aufmerksamkeit für den Pararadsport und einfach die Option überhaupt Pararadsport so ein bisschen ja, publik zu machen. Und genau, dann dachte ich mir eben auch, nachdem das jetzt auch zeitlich gut mit der jährlichen Individualförderung vom BVS Bayern hier zusammenpasst, würde ich das gerne kombinieren mit einem kleinen Spendenaufruf. Der BVS Bayern ist quasi so der bayerische Reha- und Behindertensportverband, und der unterstützt uns bayerischen Paraathleten eben immer wirklich, ja, einfach unfassbar bei Rennteilnahmen, Lehrgänge, die organisiert werden, und eben auch die Individualförderung. Und dementsprechend, ja, gerne, wer Bock hat, das zu unterstützen, wäre es mir eine Freude, wenn wir da dem BVS Bayern und damit vielen anderen Parasportlern was zurückgeben könnten. Ich werde auf jeden Fall die genauen Infos dazu, die Spendenseite, wo man da spenden kann, unten auch in das Video rein, in die Videobeschreibung packen. Und genau, das war Physios Pushing Paracycling. Vielen Dank auch nochmal an Brandl, die uns hier mit Flaschen ausgestattet haben, sodass jeder da dann noch eine Flasche mit teilnehmen konnte. Ja, ich kann nur sagen, vielen Dank an alle Unterstützer, Freunde, Familie, die da generell diese ja, Paracycling-Reise überhaupt erst möglich machen. Und genau, das war's von mir. Danke für das geniale Radsport-Wochenende. Ciao, ciao. Jetzt geht's noch Vuelta schauen.